Hier befinden sich jetzt die Spurplatten. Gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Ich habe mich jetzt für ein Set entschieden, sprich Vorderachse und Hinterachse. Und zusätzlich auch noch längere Radbolzen. Man kann entweder auch nur für die Vorderachse, nur für die Hinterachse bestellen und bei Bedarf auch die Radbolzen weglassen und separat kaufen. Ich habe jetzt eben einfach alles zusammengenommen, sprich Spurverbreiterung und Radbolzen. Das sind die längeren Radbolzen. Sind eigentlich identisch zu den Originalen, nur eben etwas länger, damit aufgrund der Spurverbreiterung das Rad immer noch sicher montiert werden kann. Was man zusätzlich noch braucht, ist eine Radsche mit einem 17er Schlüssel. Viel mehr braucht man nicht. Es ist nur dieser 17er Schlüssel, ein Wagenheber und dann kann es auch schon losgehen. Hier jetzt einmal ein erster Blick, wie es aktuell aussieht, ohne Spurplatten. Und jetzt machen wir uns ans Werk und lösen das Rad, bocken das Auto hoch und nehmen das Rad ab. So, jetzt ist das Rad angelöst. Ich positioniere den Wagenheber. Ich hebe das Auto hoch und ich löse das Rad vollständig jetzt, um die Spurplatte montieren zu können. Einfach kurz zur Seite stellen, das Rad. So, hier ist jetzt wichtig einmal zu kontrollieren, ob die Radnabe sauber ist. In dem Fall ist die Radnabe sauber und man kann die Spurplatte direkt montieren. Auf der Hinterachse wird man später sehen, ist es so, da ist die Radnabe nicht sauber und da muss man einfach mit der Drahtbürste das ein bisschen säubern. Hier an der Vorderachse war das jetzt nicht nötig und ich kann die Spurplatte direkt anbringen. Man muss dann nur darauf achten, dass man eben die Löcher in Position hat, damit es dann beim Montieren nicht so lange dauert. Man sieht es auch gleich, am Anfang habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, dass die Löcher alle übereinstimmen. Ist halt ein bisschen blöd, weil die sozusagen nicht vormontiert wird. Man legt sie also nur auf die Radnabe und dann dreht sich Radnabe, es dreht sich Spurplatte und es dreht sich das Rad. Das ist dann immer ein bisschen ein Gefummel am Anfang, bis man mal den Dreh raus hat und die Löcher alle sozusagen in einer Linie sind und man den ersten Radbolzen montiert hat. Ab da geht es aber dann kinderleicht und die anderen Räder gingen auch ruckzuck von der Hand. So, jetzt den ersten Radbolzen fixieren und sobald der sitzt, geht es deutlich einfacher. Hier öffne ich jetzt kurz die Tür, weil irgendwie die ganze Zeit das Auto sie abgesperrt hat. Das ist natürlich total nervig. Und wenn die Tür offen ist, dann verriegelt er eben nicht. Jetzt drehe ich noch die letzten Radbolzen ein und danach einfach handfest anziehen, sodass die eben schon gewisse Vorspannung haben, wenn man das Auto dann nachher wieder ablässt. Jetzt das Auto einfach ablassen und die Radbolzen nochmal mit dem Drehmomentschlüssel nachziehen. Ich habe jetzt hier mit 112 Newtonmeter angezogen, 110, 112, 115, das ist alles okay. Ist ja eine Aluminiumfelge und hier jetzt auch immer schön über Kreuz arbeiten am Anfang und am Ende einmal ringsrum nochmal nachziehen, so dass es fest ist. Nicht vergessen, nach einer ersten kurzen Probefahrt nochmal kontrollieren. Teilweise ist es so, dass man da nochmal ein bisschen was nachziehen kann. Ist auf jeden Fall gut, das nochmal zu kontrollieren. Ja, jetzt sieht man schon, das Rad schaut schon, also für meinen Geschmack, deutlich weiter raus.
Hier auch mal der Vergleich jetzt am Heck. Diese Seite ist jetzt sozusagen schon mit einer Spurplatte versehen. Hier ist das Rad meiner Meinung nach wunderschön in Linie mit der Karosserie. Das sieht sehr gut aus. Alles andere, also noch mehr, würde irgendwie merkwürdig wirken. Jetzt im Vergleich die andere Seite hinten, wo ich noch keine Spurplatte montiert habe. Und hier sieht man schon, hier sieht man also nichts vom Rad. Das Rad ist deutlich weiter innen. Sieht lange nicht so gut aus. Sieht es auch hier von der Seite. Das Rad verschwindet einfach innerhalb des Radkastens, innerhalb der Karosserie. Die andere Seite hier, die Fahrerseite, wo ich bereits die Spurplatte montiert habe, sieht einfach insgesamt deutlich stimmiger aus. Die Linien passen besser. Ist alles in einer Flucht. So, jetzt noch einmal ganz kurz, wie das hinten aussieht. Hinten ist es so, wie gesagt, da war bei mir die Radnabe ein wenig schmutzig. Das heißt, hier musste ich mit der Drahtbürste ein bisschen säubern, damit nachher die Spurplatte auch sauber sitzt. Also einfach einmal mit der Drahtbürste um die Radnabe herum sauber machen, sodass sich da kein Schmutz mehr befindet. Und danach kann man dann die Spurplatte einfach ansetzen und das Rad wieder montieren. Hier auch. Der erste Radbolzen ist immer der schwierigste. Unten einfach mit dem Fuß ein bisschen gegenhalten, damit die Felge nicht immer wieder wegkippt. Radbolzen anziehen, dann noch schnell den zweiten über Kreuz hinterher. Alle handfest ziehen, Auto ablassen und dann nochmal mit dem Drehmomentschlüssel nachziehen. So, jetzt sind alle Radbolzen handfest und ich kann das Auto ablassen. Jetzt noch einmal mit dem Drehmomentschlüssel wieder über Kreuz, alle anziehen und am Ende noch einmal ringsrum. Und fertig ist der Spurplattenwechsel. Und fertig ist die Montage der Spurplatte. Ist eine Sache, kann man absolut zu Hause machen, 20 Minuten. Wie gesagt, Ratsche, Drehmomentschlüssel, 17er, Nuss, mehr braucht man nicht. Vielleicht, wie gesagt, gegebenenfalls noch eine Drahtbürste, aber kein großer Aufwand und sehr empfehlenswert. Sieht deutlich besser aus.